und herzlich willkommen bei German for Beginners. Mein Name ist Frank. Heute sprechen wir über ein wichtiges Alltagsthema: Einkaufen im Supermarkt. Dieses Video richtet sich an Deutschlandende auf A1, A2-Niveau, also an Anfänger mit wenigen Sprachkenntnissen. Ich erkläre alles in einfacher, klarer Sprache, damit du gut folgen kannst. Warum ist Einkaufen im Supermarkt ein wichtiges Thema? Ganz einfach: Wenn du in einem deutschsprachigen Land lebst oder Urlaub machst, musst du bestimmt mal in einem Supermarkt etwas kaufen. Für viele Anfänger kann der erste Einkauf ein bisschen stressig sein. Neue Wörter, viele Leute und man möchte nichts Falsches sagen. Aber keine Sorge. In diesem Video lernst du Schritt für Schritt die wichtigsten Wörter und Sätze rund ums Einkaufen im Supermarkt. Ich werde schwierige Wörter und Strukturen kurz erklären, damit du alles verstehst. Vielleicht fragst du dich, wie frage ich auf Deutsch nach einem Produkt? Oder wie funktioniert das Bezahlen an der Kasse? Auch das schauen wir uns an. All diese Fragen werden wir heute beantworten. Das Video ist in 3 Kapitel unterteilt. Erstens geht es um die Vorbereitung und einen ersten Überblick. Was solltest du wissen, bevor du in den Supermarkt gehst? Zweitens sprechen wir über das Einkaufen im Supermarkt selbst. Wie findest du Produkte und wie kannst du nach etwas fragen? Drittens schauen wir an, was an der Kasse passiert, bezahlen, verpacken und nützliche Redewendungen an der Kasse. Nach jedem Kapitel stelle ich dir eine Frage, um fließend ins nächste Thema überzuleiten. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen und gemeinsam lernen, wie man in Deutschland im Supermarkt einkauft. Stell dir vor, dein Kühlschrank ist fast leer. Du musst einkaufen gehen. Das heißt, du musst Lebensmittel, Essen und Trinken besorgen. Was machst du zuerst? Viele Leute schreiben eine Einkaufsliste. Eine Einkaufsliste ist eine Liste mit den Dingen, die du kaufen möchtest. Das hilft dir beim Einkaufen. Du vergisst nichts und du weißt genau, was du brauchst. Außerdem ist es eine gute Übung, die Wörter auf Deutsch zu schreiben. Auf deiner Einkaufsliste stehen zum Beispiel Brot, Milch, Eieräpfel, Nudeln. Bevor du das Haus verlässt, nimm eine Einkaufstasche oder einen Korb mit. In Deutschland muss man oft eine Tüte, Einkaufstüte oder Plastiktüte, im Supermarkt bezahlen. Deshalb ist es besser, eine eigene Tasche dabei zu haben. Jetzt gehst du in den Supermarkt. Wir sagen in den Supermarkt gehen. Das bedeutet to go to the supermarket. Im Supermarkt, mit im, heißt inside the supermarket. Beachte, der Supermarkt ist maskulin. Daher heißt es in den Supermarkt im Akkusativ. Vor dem Eingang stehen oft Einkaufswagen, große Wagen für die Waren. Für einen Einkaufswagen brauchst du meistens eine Münze als Pfand. Pfand bedeutet, dass du eine Münze, zum Beispiel 1 Euro, in den Wagen steckst, damit du ihn benutzen kannst. Wenn du den Wagen zurückbringst, bekommst du die Münze zurück. Es gibt auch manchmal Einkaufskörbe, kleine Körbe zum Tragen. Einen Einkaufskorb kannst du einfach so nehmen, meist ohne Münze. Für einen großen Einkauf mit vielen Artikeln nimmst du am besten einen Einkaufswagen. Wenn du nur wenige Dinge brauchst, reicht oft ein Korb. Jetzt bist du im Supermarkt. Du schiebst deinen Einkaufswagen durch die Gänge, Wege zwischen den Regalen. In den Gängen stehen viele Regale. Ein Regal ist wie ein Schrank oder Board, auf dem die Produkte liegen oder stehen. In den Regalen siehst du die Produkte oder Waren, also all die Dinge, die zum Verkauf stehen. Vieles davon sind Lebensmittel, also Essen und Getränke für den täglichen Bedarf. Ein Supermarkt funktioniert mit Selbstbedienung. Das bedeutet, du suchst und nimmst die Produkte selbst aus den Regalen und legst sie in deinen Wagen oder Korb. Du musst kein Personal fragen, bevor du etwas in deinen Wagen legst. Du wählst die Waren selbst aus. Der Supermarkt ist in verschiedene Abteilungen aufgeteilt. Eine Abteilung ist ein Bereich im Laden für bestimmte Waren. Es gibt zum Beispiel eine Obst- und Gemüseabteilung. Dort findest du Obst, zum Beispiel Äpfel, Bananen, Orangen und Gemüse, zum Beispiel Tomaten, Kartoffeln, Karotten. Es gibt eine Abteilung für Milchprodukte, alles mit Milch, Joghurt, Käse, Butter. Oft gibt es eine Bäckereiabteilung oder eine Bäckereiecke für Brot und Brötchen,
kleine Brote. Es gibt auch Abteilungen für Getränke, Wasser, Saft, Limonade, für Fleisch und Wurst, für Süßigkeiten, Schokolade, Bonbons etc. und vieles mehr. Neben Lebensmitteln findest du oft auch Artikel für den Haushalt oder die Körperpflege. Zum Beispiel verkaufen viele Supermärkte Seife, Shampoo, Zahnpasta oder Putzmittel, Reinigungsmittel. Du kannst dort also nicht nur essen und trinken, sondern auch viele andere nützliche Dinge für den Alltag kaufen. Damit du die Produkte findest, hängen über den Gängen oft Schilder. Auf den Schildern stehen die Kategorien oder Abteilungen, die in diesem Gang sind. Zum Beispiel siehst du ein Schild: Getränke, Süßigkeiten, Kaffee. Dann weißt du, in diesem Gang findest du Getränke, Süßigkeiten und Kaffee. So findest du schneller, was du suchst. Wenn du dir unsicher bist, schau dich in Ruhe um. Du musst im Supermarkt nicht hetzen. Viele Supermärkte sind groß, nimm dir also Zeit, die Umgebung kennenzulernen. Jetzt weißt du, wie du dich vorbereitest und was dich im Supermarkt erwartet. Möchtest du mehr darüber lernen? Dann lass uns mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Jetzt suchst du im Supermarkt die Dinge auf deiner Einkaufsliste. Doch was, wenn du etwas nicht findest? Kein Problem, du kannst jemanden fragen. Im Supermarkt arbeiten Mitarbeiter, Angestellte, die du um Hilfe bitten kannst. Wichtig? Sprich fremde Personen immer mit sie an, nicht mit du. Das ist die Höflichkeitsform im Deutschen. Beginne deine Frage am besten mit Entschuldigung. Das heißt, excuse me. Zum Beispiel: Entschuldigung, wo finde ich die Milch? Diesen Satz solltest du dir merken. Wo finde ich bedeutet so viel wie where do I find. Du kannst auch sagen: Entschuldigung, ich suche die Milch. Beide Formen werden verstanden. Meistens wird dir der Mitarbeiter dann den Weg zeigen oder erklären, wo das Produkt ist. Vielleicht sagt er: Die Milch ist im nächsten Gang links. Dann weißt du Bescheid. Hab keine Angst zu fragen. Die Mitarbeiter im Supermarkt helfen dir gern weiter. Und es ist ganz normal, im Supermarkt Fragen zu stellen. Manchmal möchtest du wissen, ob es ein bestimmtes Produkt überhaupt gibt. Dafür kannst du fragen: Entschuldigung, gibt es hier? Oder haben Sie, zum Beispiel, gibt es hier Sojamilch? Oder haben Sie laktosefreie Milch? Falls du etwas Spezielles suchst. Mit gibt es fragst du allgemein, ob etwas vorhanden ist. Mit haben Sie fragst du direkt die Person, den Mitarbeiter, ob das Produkt da ist. Beide Fragen sind höflich und üblich. Der Mitarbeiter könnte antworten: Ja, gleich dort vorne. Oder er sagt: Moment, ich schau mal im Lager nach. Das bedeutet, er überprüft im Hinterraum, ob noch etwas da ist. Vielleicht möchtest du auch den Preis von etwas wissen. Normalerweise stehen die Preise auf kleinen Schildern am Regal. Aber wenn du den Preis nicht findest oder unsicher bist, kannst du fragen: Entschuldigung, was kostet das? Oder konkreter: Wie viel kostet eine Flasche von diesem Saft? Was kostet bedeutet how much does cost. Wie viel kostet heißt das Gleiche, nur anders gesagt. In den meisten Fällen brauchst du nicht zu fragen, denn die Preise stehen ja auf den Schildern. Dennoch ist es gut, diese Frage zu kennen. Nun ein wichtiger Ausdruck: Wenn du direkt etwas bestellen oder kaufen möchtest, zum Beispiel an einer Theke, dort wo du vom Personal bedient wirst, an der Fleisch- oder Käsetheke oder an der Bäckerei im Supermarkt. Ich hätte gern. Diese Phrase ist eine höfliche Variante von ich möchte. Man sagt im Geschäft normalerweise nicht ich will, denn das klingt unhöflich oder zu direkt. Stattdessen benutzt man ich möchte oder noch höflicher ich hätte gern, um etwas zu bekommen. Zum Beispiel an der Käsetheke. Ich hätte gern 200 Gramm Gouda, bitte. 200 Gramm ist ein Gewicht, 1000 Gramm 1 Kilogramm. Mit dieser Phrase sagst du dem Verkäufer, was du möchtest. Du kannst auch einfach bitte an einen Wunsch anhängen, zum Beispiel in der Bäckerei. 2 Brötchen bitte. Oft fragt die Verkäuferin danach: Sonst noch etwas? Das bedeutet, möchtest du noch etwas? Etwas anderes? Wenn du fertig bist, kannst du antworten: Oh, nein, danke, das ist alles. Der Verkäufer gibt dir dann die Ware und du kannst dich bedanken.
Dankeschön. Fassen wir die wichtigsten Sätze im Supermarkt zusammen. Wenn du etwas suchst, fragst du, wo finde ich? Oh, wenn du wissen willst, ob es etwas gibt, gibt es? Oder haben sie? Für eine Preisfrage, was kostet? Und wenn du etwas haben möchtest, ich hätte gern. Oder einfach, bitte. Zum Beispiel ein Brot, bitte. Diese Sätze kannst du dir einprägen und beim Einkauf benutzen. Jetzt hast du gelernt, wie du im Supermarkt nach Produkten fragen und dich orientieren kannst. Möchtest du mehr darüber lernen? Dann lass uns mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Jetzt hast du alle Produkte beisammen und bist bereit zu bezahlen. Du gehst mit deinem Einkaufswagen zur Kasse. Die Kasse ist der Ort im Supermarkt, wo du bezahlst. Meist gibt es dort einen Tresen mit einem Kassenband und eine Kassiererin oder ein Kassierer, die Person, die an der Kasse arbeitet. Oft wartet schon eine kleine Warteschlange von Kunden vor dir. Stelle dich hinten an und warte, bis du an der Reihe bist. Wenn du vorne bist, begrüße die Kassiererin höflich. Ein einfaches Guten Tag oder Hallo und ein Lächeln genügen. Nun legst du deine Waren auf das Kassenband, die bewegliche Fläche an der Kasse, die sich nach vorne bewegt. Das Band transportiert deine Produkte zur Kassiererin. Die Kassiererin nimmt jedes Produkt, scannt es mit dem Scanner und es piept, piep, piep. So registriert die Kasse alle Preise. Während des Scans nennt die Kassiererin normalerweise nicht jeden Preis, sondern erst am Ende den Gesamtbetrag. Nachdem alle Produkte gescannt sind, sagt die Kassiererin dir den Gesamtpreis. Das kann zum Beispiel so klingen, das macht dann 12,45 €. Du hörst die Eurobeträge auf Deutsch in der Form Euro plus Centbetrag. Manchmal sagt die Kassiererin auch einfach 12,45 €, bitte. Das Wort bitte hier bedeutet, dass du jetzt bezahlen sollst. Jetzt kommt das Bezahlen. Die Kassiererin könnte dich fragen, möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Das heißt, ob du mit Bargeld oder mit Bankkarte, Kreditkarte bezahlen willst. Bar bedeutet mit Bargeld, Münzen und Scheine. Mit Karte heißt mit einer EC-Karte oder Kreditkarte. Wenn du bar bezahlst, gibst du der Kassiererin dein Geld. Am besten passend, also möglichst ohne großes Wechselgeld. Natürlich kannst du auch einen größeren Schein geben. Die Kassiererin gibt dir dann das Wechselgeld zurück, also Geld zurück. Beispiel: Der Einkauf kostet 12,45 € und du gibst einen 20-Euro-Schein. Dann bekommst du 7,50 € als Wechselgeld zurück. Wenn du mit Karte zahlst, steckst du deine Karte ins Lesegerät und folgst den Anweisungen. Zum Beispiel musst du deine PIN eingeben. Fast geschafft. Die Kassiererin gibt dir nun den Kassenzettel, auch Kassenbon genannt. Das ist ein Zettel, auf dem alle gekauften Artikel und deren Preise stehen. Dein Beleg für den Einkauf. Sie fragt vielleicht, brauchen Sie den Bon? Viele Menschen nehmen den Kassenzettel mit. Du kannst ja bitte sagen oder nein danke, wenn du ihn nicht willst. Eventuell fragt man dich auch, brauchen Sie eine Tüte? Falls du keine eigene Tasche dabei hast. Tüten, Einkaufstüten kosten im Supermarkt meistens extra, zum Beispiel 10 oder 20 Cent. Wenn du eine brauchst, sag ja bitte, wenn nicht, nein danke, ich habe eine Tasche. Jetzt packst du deine Einkäufe in deine Tasche ein. In den meisten deutschen Supermärkten musst du selbst einpacken. Das Personal macht das normalerweise nicht für dich. Nimm also schnell deine Waren und lege sie in deine Tasche oder zurück in den Einkaufswagen. Zum Schluss bringst du den Einkaufswagen zurück. Draußen oder im Eingangsbereich gibt es einen Stellplatz für die Wagen. Du schiebst deinen Wagen dort hinein, schließt ihn an die anderen an und deine Münze kommt wieder heraus. Du kannst die 1-Euro-Münze also zurücknehmen. Dein Einkauf ist erledigt. Die Kassiererin verabschiedet dich vielleicht mit Danke, schönen Tag noch oder Auf Wiedersehen. Antworte höflich, zum Beispiel Danke Ihnen auch, einen schönen Tag oder Danke gleichfalls. Das heißt, du wünschst der Person das Gleiche zurück. Damit hast du erfolgreich im Supermarkt eingekauft. Herzlichen Glückwunsch, du hast es bis zum Ende geschafft.
Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was wir gelernt haben. Im Intro und Kapitel 1 ging es um die Vorbereitung. Du schreibst eine Einkaufsliste, nimmst eine Tasche mit und weißt jetzt, dass man für den Einkaufswagen eine Münze als Pfand braucht. Außerdem kennst du wichtige Orte im Supermarkt wie die Abteilungen und Regale. In Kapitel 2 haben wir die nützlichen Sätze und Fragen im Supermarkt besprochen. Wo finde ich? Gibt es? Was kostet? Ich hätte gern und so weiter. Diese helfen dir, wenn du etwas suchst oder kaufen möchtest. In Kapitel 3 schließlich hast du den Ablauf an der Kasse kennengelernt. Waren aufs Band legen, bezahlen, bar oder mit Karte, den Kassenzettel mitnehmen und die Einkäufe einpacken. Jetzt bist du gut gerüstet für deinen nächsten Einkauf auf Deutsch. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und das Einkaufen im Supermarkt wirkt jetzt weniger fremd oder schwierig. Übung macht den Meister. Je öfter du gehst und diese Wörter benutzt, desto leichter wird es. Hab also keine Scheu, dein Deutsch im Alltag auszuprobieren. Denke an deine Einkaufstasche und die 1-Euro-Münze für den Einkaufswagen, dann bist du bestens vorbereitet. Wie sind deine Erfahrungen mit Supermärkten im deutschsprachigen Raum? Hast du vielleicht schon einmal in Deutschland, Österreich oder der Schweiz eingekauft? Schreib es gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Wenn du noch Fragen hast, stell sie ebenfalls unten in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Schön, dass du bis hierher dabei warst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Deutschlernen und natürlich beim nächsten Einkauf im Supermarkt. Bis zum nächsten Mal bei German for Beginners. Mach's gut und tschüss.